Hallo und herzlich willkommen zu Wayne erklärt Relativsätze. Was sind Relativsätze? Relativsätze beschreiben oder definieren ein Element des Hauptsatzes. Das heißt zum Beispiel, wenn wir etwas näher erklären wollen, können wir einen Relativsatz benutzen, um dieses Element klarer zu machen. Relativsätze sind Nebensätze, werden mit Komma vom Hauptsatz abgetrennt und weil sie Nebensätze sind, steht das Verb am Ende des Satzes. Für einen Relativsatz braucht man einen Term, einen Umbrella-Term, den man dann näher beschreiben kann. Das heißt, man könnte zum Beispiel für Detroit als Umbrella-Term eine Stadt nehmen und der Relativsatz beschreibt dann die Stadt Detroit. Oder für ein Zebra oder ein Tiger oder einen Löwen, eine Katze könnte man als Umbrella-Term das Tier nehmen. Für Menschen kann man Mann oder Frau nehmen oder auch Berufe. Zum Beispiel, wenn ich Sandra Bullock beschreiben würde, könnte ich sagen eine Schauspielerin. Oder wenn ich Heidi Klum beschreiben würde, ein Model. Das heißt, wir brauchen einen Term, der die Person oder das Ding oder den Ort beschreibt und der Relativsatz erklärt es dann näher. Der Relativsatz selbst startet mit einem Relativpronomen. Zum Beispiel eine Stadt die, ein Tier das. Das die für die Stadt und das für das Tier, das sind die Relativpronomen. Relativpronomen richten sich nach dem Umbrella-Term vom Hauptsatz für ihr Genus, also ob sie maskulin, feminin oder neutrum sind, und auch für ihr Numerus, also Singular oder Plural, wird bestimmt vom Hauptsatz. Der Kasus wird bestimmt vom Relativsatz und von welcher Funktion das Element im Relativsatz hat. Zum Beispiel, das Zebra ist ein Tier ist das, Neutrum, also brauchen wir auch ein Relativpronomen, das Neutrum ist. Außerdem ist das Tier Singular, also ist auch das Relativpronomen im Singular. Jetzt könnte unser Relativsatz beschreiben, wie das Tier aussieht. Also zum Beispiel, das Tier ist schwarz und hat weiße Streifen. Der Kasus hier von das Tier ist Nominativ und damit ist auch das Relativpronomen Nominativ. Das Zebra ist ein Tier, das, Relativpronomen, schwarz ist und weiße Streifen hat. Tipps. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich schlage vor, Sie schreiben als erstes 2 Sätze. Der erste Satz ist ein Statement mit dem Umbrella-Term. Zum Beispiel, das Zebra ist ein Tier, Detroit ist eine Stadt, die Pilotin ist eine Frau. Tier, Stadt und Frau sind hier unsere Umbrella-Terms. Der zweite Satz beginnt dann mit dem Umbrella-Term und definiert ihn näher. Zum Beispiel, das Tier ist schwarz und hat weiße Streifen. In der Stadt lebe ich. Die Frau fliegt Flugzeuge. Jetzt sollten wir überlegen, ist der Umbrella-Term maskulin, feminin oder neutral? Bei dem Tier ist es neutral, bei der Stadt feminin und bei der Frau auch feminin. Als zweites ist er im Singular oder Plural. Das Tier Singular, Stadt Singular, die Frau Singular. Alle hier sind Singular. Welche Funktion hat er im zweiten Satz, also Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv? Das Tier ist schwarz, wer? Nominativ. In der Stadt, das ist wo und hat eine Präposition. Das ist also ein bisschen anders, aber wichtig hier ist, dass es im Dativ steht, in der Stadt. Und die Frau fliegt, wer fliegt? Die Frau ist das Subjekt des Satzes, also Nominativ. Wir haben schon gerade gesagt, in der Stadt hat eine Präposition und das ist sehr wichtig. Das müssen wir also auch überlegen. Hat der Umbrella-Term im zweiten Satz eine Präposition? Wenn ja, dann bekommt auch das Relativpronomen eine Präposition. Jetzt überlegen wir uns die Relativpronomen. Und als letztes verbinden wir die Sätze mit den Relativpronomen und schreiben das Verb ans Ende des Relativsatzes, weil es ein Nebensatz ist. Ein Beispiel. Zum Beispiel Pilotin. Die Pilotin ist eine Frau, die Frau fliegt Flugzeuge. Wir haben schon gesagt, eine Frau, die Frau, Singular, feminin.
Und die Frau fliegt Flugzeuge, die Frau ist das Subjekt, also im Nominativ. Damit wäre der Relativsatz, die Pilotin ist eine Frau, die Flugzeuge fliegt. Das ist nicht so schwer, weil es Singular und Nominativ ist. Bei der Präposition wird es ein bisschen komplizierter. Detroit ist eine Stadt. In der Stadt lebe ich. In der Stadt. Das ist das, was wir ersetzen wollen. Und das machen wir, indem wir die Präposition nehmen und auch den Kasus, den wir in diesem zweiten Satz hatten. Also, Detroit ist eine Stadt, in der ich lebe. Gut, noch ein paar Beispiele, damit es etwas klarer wird. Als erstes im Nominativ. Der Chirurg ist ein Arzt. Der Arzt operiert Menschen. Der ist Nominativ, Singular, Maskulinum. Das heißt, unser Relativsatz heißt dann, der Chirurg ist ein Arzt, der Menschen operiert. Der steht für der Arzt. Als nächstes der Akkusativ. Herr Dr. Möbius ist ein Chirurg. Den Chirurg habe ich gestern im Krankenhaus getroffen. Im zweiten Satz bin ich das Subjekt und der Chirurg ist das Akkusativ, deswegen den Chirurg. Und genauso brauchen wir es im Relativsatz. Wir ersetzen also Chirurg und machen daraus, Herr Dr. Möbius ist ein Chirurg, den ich gestern im Krankenhaus getroffen habe. Warum habe ich hier ein oder der gesagt? Weil ich entweder einfach sagen möchte, er ist ein Chirurg und ich habe ihn gestern getroffen, oder es ist genau der Chirurg, den ich getroffen habe. Das ist sehr wichtig, weil er mich operieren wird zum Beispiel. Das liegt an uns, ob wir ein oder der hier nehmen wollen. Aber den als Relativpronomen ist sicher. Als drittes ein Dativ. Der Chirurg ist ein Arzt. 2 Assistenzärzte assistieren dem Arzt. Ein bisschen ein Zungenbrecher. Hier sind die Assistenzärzte das Subjekt und sie assistieren wem? Dem Arzt. Das ist also unser Dativ. Und damit braucht das Relativpronomen auch einen Dativ und heißt dann, der Chirurg ist ein Arzt, dem 2 Assistenzärzte assistieren. Sie sehen auch hier, wie bei den vorherigen Beispielen, ist das Verb dann am Ende des Satzes. Als letztes ein Beispiel nochmal mit einer Präposition. Herr Dr. Möbius ist ein Chirurg. Ich habe gestern mit dem Chirurgen gesprochen. Also ich bin das Subjekt und ich habe mit dem Chirurgen gesprochen. Hier ist eine Präposition und Dativ. Und dann heißt der Relativsatz, Herr Dr. Möbius ist ein oder der Chirurg, mit dem ich gestern gesprochen habe. Und jetzt sind Sie dran. Sagen Sie etwas zu den linken Wörtern, beschreiben Sie diese und auf der rechten Seite sehen Sie ein paar Umbrella-Terms, die Ihnen helfen können. Sie können aber auch andere nehmen. Also zum Beispiel die Automechanikerin, der Bäcker, die Studentin, die Universität, das Museum, Heidi Klum, Leonardo DiCaprio, Berlin. Was sind das? Sind das Frauen, Männer, Gebäude, Städte, Schauspieler, Models? Und Achtung, ein Model steht im Neutrum, das Model. Falls Sie also Heidi Klum beschreiben möchten als ein Model, dann wäre sie ein Model das. Sonst eine Frau die, ein Mann der, ein Gebäude das, eine Stadt die, ein Schauspieler der, eine Schauspielerin die. Ich bin gespannt.